Anmeldung in einer Sprachakademie. Guten Tag. Ich möchte mich für einen Deutschkurs anmelden. Guten Tag, sehr gerne. Haben Sie schon einen Kurs ausgewählt? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, welcher Kurs für mich passt. Kein Problem. Wir haben Kurse für verschiedene Niveaus. Ich möchte Deutsch lernen. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Sehr gut. Haben Sie schon Deutsch gelernt? Ja, ein bisschen. Ich habe vor einem Jahr angefangen. Dann ist ein A2-Kurs vielleicht gut für Sie. A2 klingt gut. Wann beginnt der nächste Kurs? Der nächste Kurs beginnt am Montag. Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um 9 Uhr morgens. Das passt gut für mich. Wie lange dauert der Kurs? Der Kurs dauert 8 Wochen. Und wie oft gibt es Unterricht? Wir haben 3 Unterrichtstage pro Woche. Das ist gut. Ich möchte auch viel sprechen. Natürlich. Wir üben viel Sprechen und Hören im Kurs. Das ist wichtig für mich. Ich möchte besser sprechen. Dann ist der Kurs sehr gut für Sie. Wie viel kostet der Kurs? Der Kurs kostet 200 Euro. Okay. Kann ich mich heute anmelden? Ja, natürlich. Ich brauche nur Ihre Daten. Kein Problem. Was brauchen Sie? Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Hier ist mein Ausweis. Die Daten stehen dort. Danke. Ich trage die Daten jetzt in das System ein. Super. Wann bekomme ich die Kursinformationen? Sie bekommen die Informationen heute per E-Mail. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne. Willkommen bei Easy Deutsch. In der Buchhandlung. Entschuldigung, lesen Sie gerne Bücher? Ja, sehr gerne. Ich bin oft in Buchhandlungen. Ich auch. Bücher sind mein Hobby. Das ist schön. Ich heiße Daniel. Freut mich. Ich heiße Anna. Freut mich auch, Anna. Suchen Sie heute ein bestimmtes Buch? Ja, ich suche einen Roman. Und Sie? Ich suche ein Buch über Geschichte. Geschichte ist interessant. Lesen Sie oft historische Bücher? Ja, sehr oft. Ich lese auch Biografien. Ich lese lieber Romane und Krimis. Lesen Sie jeden Tag? Ja, meistens am Abend. Und Sie? Ich lese oft vor dem Schlafen. Das mache ich auch manchmal. Wie viele Bücher lesen Sie im Jahr? Vielleicht 10 oder 12 Bücher. Das ist viel. Ich lese ungefähr 15 Bücher im Jahr. Das ist wirklich beeindruckend. Lesen Sie lieber zu Hause oder in einem Café? Lieber zu Hause. Dort ist es ruhig. Ich lese manchmal auch in der Bibliothek. Das ist eine gute Idee. Kaufen Sie viele Bücher? Nicht immer. Manchmal leihe ich Bücher aus. Das mache ich auch. Haben Sie ein Lieblingsbuch? Ja. Mein Lieblingsbuch ist Der kleine Prinz. Das ist ein schönes Buch. Ich habe es auch gelesen. Lesen Sie auch E-Books? Manchmal. Aber ich mag normale Bücher lieber. Ich auch. Der Geruch von Büchern ist schön. Ja, das stimmt. Haben Sie heute schon ein Buch gefunden? Ja, ich nehme dieses Geschichtsbuch. Gute Wahl. Und welches Buch kaufen Sie? Ich nehme diesen Roman. Dann haben wir beide ein neues Buch. Genau, das ist schön. Es war schön, Sie kennenzulernen. Mich auch. Tschüss, einen schönen Tag noch. Tschüss, danke gleichfalls. Der erste Tag an der Universität. Entschuldigung, ist das der Weg zur Universität? Ja, ich glaube schon. Ich gehe auch zur Universität. Wirklich? Heute ist mein erster Tag. Bei mir auch. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Ich kenne hier noch niemanden. Dann sind wir schon 2. Ich heiße Anna. Wie heißt du? Ich heiße Paul. Freut mich, Anna.
Freut mich auch, Paul. Studierst du hier? Ja, ich fange heute an. Und du? Ich fange auch heute an. Was studierst du? Ich studiere Informatik. Oh, interessant. Ich studiere Wirtschaft. Das klingt interessant. Warum hast du Wirtschaft gewählt? Ich mag Zahlen und ich interessiere mich für Unternehmen. Das passt gut zu Wirtschaft. Und warum studierst du Informatik? Ich mag Computer und Technik. Das ist schön. Arbeitest du schon mit Computern? Ja, ein bisschen. Ich programmiere manchmal zu Hause. Das kann ich leider nicht. Kein Problem. Vielleicht kann ich dir später helfen. Danke, das ist nett. Weißt du schon, wo unser Gebäude ist? Nein, leider nicht. Ich habe die Adresse auf meinem Handy. Zeig mal. Vielleicht kann ich uns helfen. Hier, wir müssen geradeaus gehen. Okay, dann gehen wir zusammen. Gerne. Es ist schöner, nicht allein zu gehen. Ja, das finde ich auch. Hast du schon einen Stundenplan? Ja, aber ich verstehe ihn noch nicht ganz. Ich auch nicht. Heute habe ich nur 2 Kurse. Welche Kurse hast du? Deutsch und Mathematik. Interessant. Ich habe Informatik und Mathematik. Dann haben wir vielleicht Mathematik zusammen. Das wäre gut. Dann kenne ich schon jemanden. Ja, und ich kenne auch jemanden. Wann beginnt dein erster Kurs? Um 9 Uhr. Und deiner? Auch um 9 Uhr. Wir haben noch Zeit. Möchtest du vorher einen Kaffee trinken? Ja, gerne. Ich brauche heute wirklich einen Kaffee. Ich auch. Dort ist ein kleines Café. Super. Dann können wir dort kurz sitzen. Was trinkst du normalerweise? Ich trinke meistens Kaffee mit Milch. Ich trinke lieber Tee, aber heute nehme ich auch Kaffee. Ein Kaffee am ersten Tag ist eine gute Idee. Ja, vielleicht wird der Tag dann leichter. Hoffentlich. Ich möchte heute viele neue Leute kennenlernen. Ich auch. Ich möchte auch neue Freunde finden. Ich glaube, an der Universität ist das einfach. Ja, hier sind viele junge Leute. Vielleicht können wir auch zusammen lernen. Das wäre schön. Besonders bei Mathematik. Ja, Mathematik ist manchmal schwer. Keine Sorge. Wir können uns gegenseitig helfen. Genau. Das ist eine gute Idee. Hast du schon eine Wohnung in der Stadt? Ja, ich wohne in einer kleinen Wohnung. Und du? Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ah, okay. Wohnst du weit von der Universität entfernt? Nein, nicht weit. Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus. Ich komme meistens mit dem Fahrrad. Das ist gesund und gut für die Umwelt. Ja, und ich bin schnell an der Universität. Wir sind schon fast da. Ja, ich sehe das Gebäude. Endlich. Ich war ein bisschen verloren. Ich auch. Zum Glück haben wir uns getroffen. Ja, das denke ich auch. Vielleicht sehen wir uns später in der Mathematik. Ja, bestimmt. Dann wünsche ich dir einen guten ersten Tag. Danke dir auch. Bis später, Paul. Bis später, Anna. An der Bushaltestelle. Entschuldigung, warten Sie auch auf den Bus? Ja, genau. Ich warte auf den Bus Nummer 10. Ich muss zur Universität. Ach so. Ich fahre jeden Morgen mit diesem Bus zur Arbeit. Wirklich? Dann fahren wir vielleicht zusammen. Ja, das kann sein. Fahren Sie auch jeden Tag mit dem Bus? Ja, fast jeden Tag. Ich studiere an der Universität. Was studieren Sie? Ich studiere Wirtschaft. Und Sie? Ich arbeite in einem Büro im Stadtzentrum. Wie lange arbeiten Sie schon dort? Seit ungefähr 3 Jahren. Das ist eine lange Zeit. Gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Ja, meistens.
Ich arbeite als Verkäufer in einer Firma. Interessant. Wann beginnt Ihre Arbeit? Um 8 Uhr. Deshalb muss ich früh aufstehen. Das kenne ich. Meine erste Vorlesung beginnt auch früh. Wann beginnt Ihre erste Vorlesung? Um 9 Uhr. Aber ich möchte um 8:30 an der Universität sein. Dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. Ja. Der Bus kommt normalerweise um 7:45. Hoffentlich kommt er heute pünktlich. Ja, ich hoffe auch. Ich möchte nicht zu spät kommen. Ich auch nicht. Mein Chef mag es nicht, wenn ich zu spät komme. Wie lange dauert Ihre Fahrt zur Arbeit? Ungefähr 20 Minuten. Und bei Ihnen? Bei mir dauert es ungefähr 25 Minuten. Das ist nicht so lang. Nein, ich höre meistens Musik im Bus. Ich lese oft Nachrichten auf meinem Handy. Fahren Sie lieber mit dem Bus oder mit dem Auto? Mit dem Bus. In der Stadt gibt es morgens viel Verkehr. Das stimmt. Mit dem Auto dauert es manchmal sehr lange. Haben Sie ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Ich fahre mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Das ist praktisch. Fahren Sie auch mit dem Fahrrad zur Universität? Manchmal. Aber wenn es regnet, nehme ich lieber den Bus. Das mache ich genauso. Bei Regen fahre ich nicht gerne Fahrrad. Wie kommen Sie am Nachmittag nach Hause? Meistens wieder mit dem Bus. Manchmal gehe ich zu Fuß. Ist Ihre Arbeit weit von Ihrer Wohnung entfernt? Nein, nicht sehr weit. Mit dem Bus ist es ziemlich einfach. Das ist gut. Ich wohne auch nicht weit von der Universität entfernt. Wie weit ist es von Ihrer Wohnung bis zur Universität? Ungefähr 4 Kilometer. Dann ist der Bus eine gute Möglichkeit. Ja. Und die Bushaltestelle ist nur 5 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Das ist wirklich praktisch. Wie viele Busse nehmen Sie jeden Tag? Nur diesen Bus. Ich muss nicht umsteigen. Das ist super. Ich muss manchmal umsteigen. Wohin müssen Sie dann fahren? Manchmal habe ich einen Kurs in einem anderen Gebäude. Dann ist der Weg ein bisschen länger. Ja, aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Wie gefällt Ihnen die Universität? Sehr gut. Die Universität ist groß und modern. Das klingt gut. Sind Sie schon lange Studentin? Nein, erst seit einem Jahr. Dann sind Sie noch am Anfang. Ja, und ich habe manchmal viele Hausaufgaben. Das glaube ich. Ich hatte an der Universität auch viel zu tun. Was haben Sie studiert? Ich habe früher Informatik studiert. Wirklich, das ist interessant. Ja, heute arbeite ich aber in einem anderen Bereich. Möchten Sie wieder in Ihrem alten Bereich arbeiten? Vielleicht später. Im Moment bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Das ist wichtig. Man sollte seine Arbeit mögen. Genau. Und Sie? Was möchten Sie nach der Universität machen? Ich möchte später in einer großen Firma arbeiten. Das klingt nach einem guten Plan. Danke. Aber zuerst muss ich mein Studium fertig machen. Natürlich. Schritt für Schritt. Oh, ich glaube, unser Bus kommt. Ja, endlich. Ich sehe die Nummer 10. Super. Dann können wir zusammenfahren. Ja, gerne. Wir können uns noch ein bisschen unterhalten. Gerne. Vielleicht können Sie mir später auch sagen, wo ich aussteigen muss. Natürlich. Ich steige fast an derselben